Sag mal, Rico, die Sustainable Programming Initiative, was ist das eigentlich? In der Initiative geht es darum, dass wir die Nachhaltigkeit in dem Unternehmen fördern wollen, um eine Nachhaltigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, umzusetzen. Jetzt erzähl doch mal, du hast dich ja auch, bist ja auch sehr aktiv in dieser Initiative. Was treibt dich denn persönlich da an, da mitzuarbeiten? Mich treibt persönlich an, dass mir das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und ich Nachhaltigkeit nicht nur in meinem privaten Umfeld leben möchte, sondern Nachhaltigkeit für mich auch in den Arbeitsalltag gehört. Denn Wirtschaft und Unternehmen haben halt einen riesen Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbilanz und ich finde, da müssen wir halt anpacken und genau das möchte ich auch tun. Ich möchte nicht nur warten, bis irgendwas passiert, sondern ich möchte selber aktiv werden und selber mein Unternehmen mitgestalten in eine Richtung, die ich auch mit meinen eigenen Werten vereinen kann. Was ist denn aus deiner Sicht das Besondere an der Initiative? Es gab einen Impuls von der Geschäftsführung, die mit das Thema reingebracht haben. Aber es hat sich dann schnell eine Gruppe von sehr hochmotivierten Leuten gefunden, die für das Thema brennen. Und wir haben auch gemerkt, je mehr wir über das Thema reden, desto mehr Leute sind von der Initiative begeistert, wollen mitmachen, wollen Teil dieser Initiative werden und bringen auch neue Ideen rein. Und das ist das Spannende, was daran ist. Man hat so einen gewissen Pioniergeist, dass man dann ein Thema hat oder einfach einen Nerv getroffen hat, was die Leute interessiert, auch in ihrer täglichen Arbeit. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, welche konkreten Projekte gibt es denn, welche konkreten Nachhaltigkeitsprojekte, an denen wir gerade arbeiten? Der Kern der Initiative, würde ich sagen, ist das Projekt TreeCoder. Das ist die Idee, ein Tool aufzubauen, mit dem wir den CO2-Fußabdruck von unseren Produkten sichtbar machen können, wo Entwickler und Entwicklerinnen in Echtzeit nachvollziehen können, was eine Softwareänderung für eine Änderung am CO2-Verbrauch nach sich zieht. Nachhaltigkeit geht uns alle was an. So Nachhaltigkeit kann nur funktionieren, wenn wir wirklich auch alle in unserem Arbeitsalltag danach handeln. Und des Weiteren sind wir halt vernetzt mit unterschiedlichen Kooperationen oder Kooperationspartnern, so zum Beispiel dem Hasso-Plattner-Institut. Die forschen sehr viel am Thema Clean IT. Dort halten wir Vorträge auch. Was ist denn deine Vision für Sustainable Programming, Rico? Ich glaube 3 Säulen, dass wir irgendwie versuchen, die Mitarbeiter ein Bewusstsein zu schaffen, aber nicht nur für die Mitarbeiter, für alle Teile des Unternehmens, dass man auf der anderen Ebene dann auch das Wissen schafft, dass man mit Vorträgen da das Wissen den Mitarbeitern zu vermitteln. Was braucht man, um gute Software zu machen, die nachhaltig und verantwortungsvoll eingesetzt werden kann, um dieses Wissen zu bringen und dann halt auch die Mitarbeiter in der 3. Säule irgendwie zu fördern, dass in der Zukunft mehr Software entsteht, wo wir sagen können auch, ja, die Software ist nachhaltig, wir haben uns da Gedanken gemacht, haben vielleicht etwas Zeit auch mehr investiert, um dann einfach das sicherzustellen. Was glaubst du denn, gibt es denn noch für andere Bereiche, die da mit reinspielen in einen nachhaltigen, verantwortungsvollen Handeln? Ich glaube, den Punkt, den ich noch ergänzen könnte, wäre, dass es, glaube ich, relativ wichtig ist, dass es Teil des Projektmanagements wird. Also das wäre, glaube ich, mein Ziel auch für diese Initiative, dass wir es schaffen, natürlich das Wissen bereitzustellen, die Leute mitzunehmen und vor allem auch, dass Nachhaltigkeit standardmäßig Teil von der Projektplanung wird. Dass jedes Softwareprodukt einmal diesen Zyklus durchlaufen hat, zu gucken, okay, wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? Wie sieht es mit dem CO2-Verbrauch aus? Und das wäre meine Vision dafür. Ja. Alright.